Ho 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 zusammen. Hier spricht Rain. Weihnachten rückt näher. Zumindest tut es das, wenn ich es schaffe, das Tutorial noch vorher hochzuladen. Deshalb dachte ich mir, wir machen heute ein Tutorial, das zur, wie wir Bayern sagen, Stadenzeit passt. Ich liebe diese Partikel-Weihnachtsbäume und habe auf YouTube auch einige Tutorials gefunden, wie man sowas in After Effects bauen kann. Aber obwohl ich mehrere Minuten lang gesucht habe, konnte ich kein Tutorial für Cinema 4D finden. Und deshalb dachte ich mir, ich schließe diese Lücke und zeige euch, wie ihr in Cinema 4D einen solchen Partikel-Weihnachtsbaum erstellen könnt. Vorab, mein Cinema 4D ist heute zur Abwechslung mal auf Deutsch gestellt. Ich werde euch aber wie immer sämtliche Begriffe auf Deutsch und Englisch einblenden. Ich verwende die R19 Studio Edition, ihr könnt im Tutorial aber mit jeder Version und Edition folgen, die MoGraph und Partikel kann. Es werden außerdem keinerlei Plugins benötigt. Und los geht's! Ganz kurz, alle Einstellungen, die ich jetzt zeige, sind die, die mir selbst am besten gefallen haben. Die sind natürlich nicht in Stein gemeißelt, im Gegenteil. Spielt damit und schaut, was euch am besten gefällt. Wir erstellen zunächst ein Helix-Objekt. Hier stellen wir die Ebene Plane auf XZ, damit es aufrecht steht. Dann stellen wir bei Winkelende, End Angle, 3600 Grad ein. Das bedeutet, dass die Spirale 10 Windungen gegen den Uhrzeigersinn haben wird. Eine Windung ist immer 360 Grad und positive Gradzahlen gehen immer gegen den Uhrzeigersinn. Als nächstes stellen wir den Radius Anfang, Start Radius, auf 300 und den Radius Ende, End Radius, auf 0, damit das Ganze kegelförmig wird. Schließlich passen wir die Höhe, Height an, damit es eher wie ein Baum wirkt. Ich stelle hier jetzt 1000 ein. Wir sehen jetzt, dass der Anfang der Spirale etwas verbogen ist. Das korrigieren wir, indem wir den Spline editierbar machen. Dazu drücken wir C. Wir wechseln zum Punktmodus, wählen eines der Werkzeuge aus, in meinem Fall Bewegen oder Move, und doppelklicken den Punkt ganz am Anfang. Nun setzen wir die X-Werte der linken und rechten Tangente auf 0. Das sieht besser aus. Als nächstes erstellen wir ein Lichtobjekt. Unter Allgemein, General, stellen wir Sichtbares Licht auf Sichtbar, Visible Light Visible, und setzen einen Haken bei Keine Beleuchtung, No Illumination. Unter Sichtbarkeit, Visibility, stellen wir bei Äußere Distanz, Outer Distance, einen Wert von 3,5 und bei Helligkeit, Brightness, einen Wert von 1000% ein. Dann setzen wir einen Haken bei Gradient aktivieren, Use Gradient, und doppelklicken auf den Marker auf der rechten Seite. Hier stellen wir für Rot 255, Grün 210 und Blau 0 ein. Das gibt uns einen warmen Gelbton, der ein wenig ins Orange geht. Als nächstes erstellen wir ein Klonobjekt, MoGraph Clone, MoGraph Cloner. Wir ziehen die soeben erstellte Lichtquelle in den Cloner. Im Cloner unter Objekt wählen wir bei Modus Objekt, Mode Object aus und ziehen die Helix in das Objektfeld. Wir sehen nun, dass mehrere Lichtobjekte entlang der Spirale erschienen sind. Das sind aber noch relativ wenige. Tatsächlich brauchen wir hier eine ziemliche Menge. Etwa 4000 sahen für mich gut aus. Wir stellen also sicher, dass bei Verteilung Anzahl Distribution Count ausgewählt ist und geben bei Anzahl Count 4000 ein. Als nächstes erstellen wir einen Zufallseffektor. MoGraph Effektor Zufall, MoGraph Effector Random. Wir wählen den Effektoren Effectors Tab des Cloners aus und ziehen den Zufallseffektor dort in das Effektoren Effectors Feld. Ihr seht, dass die Lichtobjekte jetzt plötzlich ziemlich verstreut wirken. Wir wollen ja, dass sie nicht genau auf der Spirale kleben, aber das ist ein wenig zu viel. Wir wählen also den Effektor aus, wählen das Parameter-Tab und reduzieren die Werte von Px, Py und Pz jeweils auf 5. Viel besser. Um das Ganze noch ein wenig abwechslungsreicher zu gestalten, duplizieren wir den Cloner und reduzieren den Durchmesser des darin befindlichen Lichtobjekts auf die Hälfte. Dann erstellen wir einen weiteren Zufallseffektor, entfernen den alten Effektor aus dem zweiten Cloner und ziehen den neuen Effektor hinein. Dessen Werte von Px, Py und Pz stellen wir nun auf 10. Außerdem wählen wir noch das Effektor-Tab und ändern den Seed auf einen beliebigen Wert, damit die kleineren Lichter nach einem anderen Muster verteilt werden. Nun wollen wir noch einen funkelnden Stern auf der Spitze haben. Das machen wir mit Partikeln. Wir erstellen zunächst einen Partikel-Emitter. Simulieren, Partikelsystem Emitter, Simulate Particles Emitter. Bei diesem stellen wir folgende Werte ein. Geburtsrate rendern, Birthrate Renderer auf 40, Emission starten, Start Emission auf 0, Emission stoppen, Stop Emission, so lange wie euer Video sein soll in Frames, in meinem Fall 300, Lebensdauer, Lifetime auf 15, Geschwindigkeit, Speed auf 1, Variation neben Geschwindigkeit setzen wir auf 100%. Wir setzen außerdem einen Haken bei Tangential.
Unter Emitter stellen wir X-Länge X-Size und Y-Länge Y-Size auf 1, horizontal Angle Horizontal auf 360 und vertikal Angle Vertical auf 180. Dann kopieren wir eine der Lichtquellen und ziehen diese Kopie in den Emitter. Unter Sichtbarkeit Visibility setzen wir die äußere Distanz Outer Distance auf 7,5 und stellen den Z-Wert von relative Größe Relative Scale auf 850. Dann schieben wir den Emitter auf die Spitze unserer Spirale. Um unseren Stern nun ordentlich Funken sprühen zu lassen, duplizieren wir nun den eben erstellten Partikelemitter und passen seine Einstellungen folgendermaßen an. Wir erhöhen die Geburtsrate Renderer, Birthrate Renderer, auf 50, reduzieren die Lebensdauer Lifetime auf 10, erhöhen die Geschwindigkeit Speed auf 200 cm und setzen die Endgröße Endscale auf 0. Alle Werte von Variation setzen wir außerdem auf 100%. In der Lichtquelle unter Sichtbarkeit Visibility stellen wir die äußere Distanz Outer Distance auf 2,5 und den Z-Wert von relative Größe Relative Scale auf 500%. Falls ihr daraus übrigens eine Animation mit Schleife machen wollt, empfehle ich bei Emission starten Start Emission einen negativen Wert einzustellen, beispielsweise -50. Dann sind die Partikel bereits in der ersten Frame voll da und erscheinen nicht erst. Und das war's. Damit haben wir einen Partikelweihnachtsbaum. Falls ihr aber eine Animation haben wollt, so wie ich am Anfang, bei der der Baum sich erst aufbaut, müssen wir auf eine völlig andere Methode zurückgreifen. Ihr könnt das zwar auch über die Einstellungen der Cloner machen, und zwar indem ihr unter Objekt den Endwert von 0% langsam auf 100% erhöht. Die Anzahl der Lichtpunkte wird jedoch immer gleich bleiben. Das heißt, alle 4000 Lichtquellen sind anfangs extrem dicht zusammengepackt und verteilen sich dann nach und nach entlang der Spirale. Das sieht zwar auch interessant aus und ist vielleicht auch genau die Optik, die ihr wollt. Mir gefällt das aber nicht wirklich. Wenn wir hierfür Partikel verwenden, bleiben die Lichtpunkte an Ort und Stelle. Das ist relativ simpel. Ich habe die Spirale und die beiden Lichtquellen für die großen und kleinen Punkte in diese Szene kopiert. Wir beginnen mit einem Partikelemitter. Simulieren, Partikelsystem Emitter. Simulate Particles Emitter. Diesen stellen wir folgendermaßen ein. Geburtsrate rendern, Birthrate Renderer, auf 500. Emission starten, Start Emission auf 0. Emission stoppen, Stop Emission, so lange wie das Entstehen eures Baums dauern soll in Frames, in meinem Fall 250. Lebensdauer, Lifetime, mindestens so lange wie die ganze Animation dauern soll, hier gebe ich jetzt mal einen Wert von 600 ein. Geschwindigkeit, Speed auf 0 und Endgröße, Endsize auf 1. Die Variation neben Endgröße könnt ihr dann auf 100% setzen, dann wird die Größe der Lichtkugeln variiert. Das ist etwas, das wir bei der anderen Methode tatsächlich nicht tun können. Unter Emitter stellt die X-Länge X-Size und Y-Länge Y-Size jeweils auf 10. Zieht die Lichtquelle mit den größeren Lichtpunkten in diesen Emitter. Als nächstes rechtsklickt den Emitter und wählt Cinema 4D Tags auf Spline ausrichten. Cinema 4D Tags Align to Spline. Zieht die Spirale auf das Spline-Pfad Spline Path Feld und setzt einen Haken bei Tangential. Wie ihr seht, befindet sich der Emitter jetzt auf der Spitze der Spirale. Dies ist die 0% Position. Um den Emitter am Spline entlang gleiten zu lassen, stellen wir den Zeitindex auf 0, rechtsklicken auf den Punkt neben Position und wählen Animation Key hinzufügen, Animation Add Key. Dann setzen wir den Index auf 250, stellen Position auf 100%, rechtsklicken erneut den Punkt daneben und wählen Animation Key hinzufügen, Animation Add Key. Nun duplizieren wir diesen Emitter und stellen die X-Länge X-Size und Y-Länge Y-Size dieses Emitters auf 20. Außerdem stellen wir dessen Startwert Seed unter Particles auf einen beliebigen Wert. Wir löschen die darin befindliche Lichtquelle und schieben die Lichtquelle mit den kleineren Punkten hinein. Wenn wir nun die Zeit ablaufen lassen, sehen wir, dass die Emitter die Spirale entlanglaufen und dabei Lichtquellen hinterlassen. Ein paar Tipps. Je langsamer ihr die Emitter an der Spirale entlanglaufen lasst und je höher eure Geburtsrate rendern ist, desto dichter werden eure Partikel sein. Wenn ihr wollt, dass der Baum schon von Anfang an sichtbar ist, stellt den Wert von Emission starten, Start Emission, in den Partikelemittern auf einen negativen Wert. Vergesst nicht, auch die Lebensdauer entsprechend anzupassen. Dann müsst ihr die Keyframes für 0% und 100% im Auf Spline ausrichten Tag ebenfalls auf negativ setzen. Rendern könnt ihr sowieso nur positive Frames.
Das war's. Nun kennt ihr 2 Methoden, um in Cinema 4D einen Partikelweihnachtsbaum zu erschaffen. Ihr könnt natürlich noch weitergehen, beispielsweise könnte man mit verschiedenen Farben arbeiten oder auch beide Methoden kombinieren, sowas hier zum Beispiel. Aber für den Moment soll das ausreichen. Falls euch das Tutorial gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst auch ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke anzuklicken, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal und fröhliche Weihnachten. Euer Rain.